Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Nach langer Zeit mal wieder ein Haul, haben wir ewig nicht mehr hier gehabt. Und zwar einen Drogerie-Haul. Ich war bei DM und bei Rossmann. Und ich habe ein paar sommerliche Sachen für die Körper- und Haarpflege gekauft und auch so ein paar Sachen, die ich im Sommer besonders gerne esse und trinke. Das heißt, ein sommerlicher Drogerie-Haul. Und ich möchte einmal kurz vorneweg sagen, ihr wisst ja, beziehungsweise wenn ihr meinen Kanal schon länger schaut, wisst ihr, dass ich eigentlich gelernt habe, mich selber so ein bisschen zurückzuhalten und nicht mehr wahllos mir irgendwelche Sachen zu kaufen in der Drogerie, die ich eigentlich nicht brauche, die letztendlich nicht benutzt werden. Und hier muss ich jetzt auch sagen, dass auch viele Sachen dabei sind, die ich tatsächlich dringend brauchte, aber ich habe mich halt doch auch zu so ein paar Spontankäufen verleiten lassen und ich habe schon mal in einem Video gesagt, wenn das nicht jede Woche passiert, finde ich das auch vollkommen in Ordnung. Ja, das letzte Mal, dass ich groß in der Drogerie einkaufen war, ist wirklich schon sehr lange her. Deswegen habe ich mich sehr darüber gefreut, es jetzt endlich auch mal wieder auskosten zu können und habe das auch tatsächlich sehr genossen. Ich habe schon gesagt, ich war bei DM und bei Rossmann und ich fange mal mit den Sachen von DM an. Das ist nämlich nicht ganz so viel. Also bei Rossmann habe ich ein bisschen mehr zugeschlagen, weil ich einfach verhältnismäßig viel seltener zu Rossmann gehe. Ich wohne direkt gegenüber von einem DM. Da ist der Weg halt kurz, mal eben kurz in den DM zu gehen, um sich ein neues Deo zu kaufen. Aber ich habe halt bei einer Sache gesehen, bei einer in der Instagram-Story und habe ich gedacht, okay, das brauche ich, das möchte ich ausprobieren. Und da war für mich klar, ich möchte zu Rossmann und bin auch tatsächlich fündig geworden. Aber wie gesagt, ich fange mit den DM-Sachen an. Und ich habe schon gesagt, ganz viele Sommersachen und was halt für mich am Anfang eines Sommers einfach super wichtig ist, ist die Fußpflege. Ich weiß nicht, ob ihr da Wert drauf legt, aber im Winter über mache ich das eigentlich gar nicht. Aber dann, wenn es so anfängt, draußen wärmer zu werden und man anfängt, offene Schuhe zu tragen, da merke ich dann, ja, könntest du auch mal wieder was machen. Deswegen habe ich mir jetzt zwei Sachen für die Fußpflege bei DM gekauft von Balea. Und zwar einmal so eine Fußpeeling und Fußmaske mit pflegender Chia-Butter und Kokosduft für geschmeidig weiche Füße in 2 Schritten. Fand ich ganz ansprechend und ich glaube, es ist jetzt aber auch schon 2 Jahre her, mal so eine Fußmaske benutzt, die dann halt diesen Peeling-Effekt hat, also wo sich dann die Haut, also diesen Schäleffekt, wo sich die Haut dann richtig krass schält hinterher. Fand ich so semi-gut, weil sich dieser Schälprozess ja auch einfach 2 Wochen lang dauert. Und ja, dann hat man halt 2 Wochen lang wirklich nicht schöne Füße. Den letztendlichen Effekt fand ich sehr gut, aber so bis man dann halt auch erstmal da war und nicht mehr diese Hautfetzen an den Füßen hängen hatte, hat es ein bisschen gedauert. Nun ja, also, ne, Fußpflege einmal das. Und hier ist zwar einmal also das ist einmal ein Peeling und dann halt eine Creme für die Füße. Und gerade Peeling für Füße finde ich halt sau wichtig. Ich habe bisher jetzt in der letzten Zeit immer mein normales Peeling genommen, aber habe das Gefühl, das ist halt nicht so effektiv und habe jetzt extra ein Fußpeeling mitgenommen, ein Salzöl-Fußpeeling, Peeling, Feel Well heißt es, mit kalt gepresstem Avocadoöl und dass man damit nämlich auch gerade halt hinten an der Ferse nochmal so ein bisschen, ja, die Haut wegpeelt. Fand ich nämlich sehr gut, deswegen habe ich das auch mitgenommen. Ja, Fußpflege, sau wichtig im Sommer, wie ich finde. Deswegen waren das halt wirklich absolute Must-Haves für mich, die ich mitnehmen wollte. Was ich euch zum Thema Fußpflege bzw. Pediküre auch sehr ans Herz legen möchte, bekommt ihr nicht in der Drogerie, aber ich habe schon einmal über Happy Glam gesprochen. Mit Happy Glam könnt ihr euch eine LED-Maniküre bzw. Pediküre zu Hause in ein paar Schritten ganz einfach selber machen. Und für mich gehören ja gepflegte Füße und schön lackierte Füße einfach zum Sommer dazu. Und Happy Glam hat da wunderschöne sommerliche Farben zur Auswahl. Außerdem ist für mich der absolute Vorteil von Happy Glam, dass das Ganze sau lange hält. Also ich habe mir jetzt meine Füße, die Fußnägel, also ich habe mir eine Pediküre gemacht, das ist jetzt bestimmt schon 3 Wochen her. Das sieht noch aus wie am ersten Tag. Und ich habe mir auch die Nägel jetzt nochmal gemacht.
Ich habe das Ganze so ein bisschen mitgefilmt, da könnt ihr ein bisschen zusehen, wie ich das mache. Dauert so zwischen 20 und 30 Minuten, ist kein Akt. Hält auf den Fingernägeln circa 2 Wochen, auf den Fußnägeln, also wirklich, keine Ahnung, 4 Wochen. Ich habe das Happy Glam LED Starter Set zu Hause und da habt ihr auch alles mit dabei, was ihr braucht. Ihr habt eine Lampe dabei, ihr habt den Base Coat dabei, ihr habt den Top Coat dabei, ihr habt eine Farbe dabei. Außerdem noch einen Buffer, mit dem ihr die Nägel anraut. Einen Spatel, um die Hornhaut zurückzuschieben und dann habt ihr Cleaning Pads und Soak-Offs dabei. Mit den Soak-Offs kriegt ihr das Ganze hinterher wieder runter vom Nagel. Ich trage aktuell die Farbe Life's a Peach. Es gibt richtig schöne sommerliche Farben. Ich habe auch, davor habe ich immer Cherry on Top getragen. Mega schönes sommerliches Kirschrot und ich möchte gar nicht mehr ohne, ich möchte meine Nägel gar nicht mehr anders machen, einfach weil es so schön unkompliziert ist und so lange hält. Ich bin sehr begeistert und ich finde, das ist ein absolutes Must-Have für den Sommer für mich. Wenn auch ihr Interesse habt, das Ganze auszuprobieren, dann findet ihr in der Infobox einen Link zum Happy Glam Shop und mit dem Code HAPPYPIAKATRINA spart ihr 30% auf alles. So viel zur Nagel- und Fußpflege für den Sommer. Ich mache weiter, denn was ich als nächstes bei DM gekauft habe, hat nichts damit zu tun. Ich stehe aber voll auf Sirup und mache mir total gerne entweder Limo oder Eistee selber mit Sirup. Und ich habe diesen hier gesehen bei DM. Bio-Sirup Ananas Passionsfrucht. Es gab verschiedene Sorten. Himbeere habe ich aktuell zu Hause. Es ist nämlich saulecker. Ich habe den Erdbeer-Himbeertee von Aldi mal gekauft und ich gieße den auf, nehme da 3 Beutel auf 1 Liter, also wirklich richtig viel. Lasse das abkühlen und dann ein bisschen Eiswürfel ins Glas, ein bisschen von dem Himbeersirup und das dann mit dem kalten Tee aufgießen. Schmeckt sau lecker. Und das Ganze möchte ich ja auch mal in anderen Geschmacksrichtungen machen. Deswegen habe ich hier diesen Ananas-Passionsfrucht mitgenommen und kann mir das auch gut vorstellen. Eiswürfel von dem Sirup und dann einfach mit Sprudelwasser aufgießen, ist bestimmt auch sehr lecker. Ich werde das Ganze mal testen. Und ja, aus dem gleichen Hintergrund, nämlich für neuen Eistee, habe ich dann im DM noch diesen Tee hier vom Messmer mitgenommen, nämlich süße Kirsche. Und die Sache ist, bei diesen Früchtetees, man denkt ja immer, die wären nicht gesüßt. Stimmt aber nicht so ganz. Da ist in allen Tees Süßkraut drin. Ich habe auch noch einen anderen gekauft bei Rossmann, seht ihr gleich. Und das ist Süßkraut, ist meines Wissens nach Süßkraut ist meines Wissens nach Stevia. Das heißt, es ist ein Süßungsmittel drin, aber halt kein Zucker. Es wird daher gerne mit ohne Zucker geworben. Ja, also es ist ein bisschen Süßungsmittel schon drin. Aber ich finde also es ist auch wirklich nicht viel Sirup, was ich dann da reinmache. Ja, es ist wirklich nur ein kleiner Schuss. Und ich finde, insgesamt fährt man damit, glaube ich, immer noch besser als mit diesem, ja, Pfirsich-Eistee aus dem Aldi oder so. Also ich glaube, da ist insgesamt immer noch weniger Zucker drin. So, dann kommt mein Rossmann-Körbchen. Ich muss mal ein bisschen sortieren. Ich glaube, das wird Sinn machen. Ich glaube, ich fange mal mit dem Teil an, das für mich der Auslöser war, überhaupt zu Rossmann zu gehen. Und zwar ist das dieses hier, ein AHA Peeling Serum für die Beine. Also ein chemisches Peeling für die Beine. Weil, Hintergrund ist der, ich rasiere mir seit Jahren nicht mehr die Beine. Ich epiliere meine Beine. Und da passiert es sehr, sehr schnell leider, dass doch mal Haare einwachsen, auch wenn man regelmäßig ein Peeling macht. Das passiert einfach sauschnell, zumindest bei mir. Und es sieht halt auch nicht immer so schön aus. Deswegen habe ich das hier gesehen und habe gedacht, okay, ich möchte das hier einfach mal gerne testen. Ein chemisches Peeling für die Beine. Ist ja sonst auch fürs Gesicht so ein AHA-Peeling ja geläufig. Habe ich persönlich jetzt noch nie getestet, aber werde ich dann halt an den Beinen stattdessen mal testen. Also hier bin ich sehr gespannt. Hier steht drauf, dass man das erst mindestens 3 bis 4 Tage verwenden soll, nachdem man die Beine epiliert hat. Werde ich dann auch so machen, weil ich meine, das ist halt schon wahrscheinlich nicht ohne. Aber ich werde testen. War auch gar nicht so teuer. Ich glaube, es hat 3,99 € oder sowas gekostet. Dann habe ich noch zweimal so Augenpads gekauft. Auch beide von Isana. Die war irgendwie so ein Sommeraufsteller. Da war nämlich auch das Peeling drin, das chemische Peeling für die Beine. Und da habe ich die zwei jetzt noch mitgenommen. Einmal diese hier.
Aloha Hawaii Augenpads. Erfrischend mit Hyaluron und Ananasextrakt. Fand ich, klang ganz interessant. Sind auch so ein paar lustige Ananas-Dinger aufgedrückt auf dem Pad selber. Und dann habe ich diese hier Beauty Glow mit Hyaluron, Vitamin C und Himbeerextrakt. Und ich stehe auf sowas. Ich kaufe mir gerne solche Augenpads, auch wenn ich immer das Problem habe, dass sie mir runterrutschen. Die halten bei mir einfach nicht. Aber ja, ich habe immer das Gefühl, das tut mir ganz gut, weil ich ja schon ordentlich mit Augenringen immer zu kämpfen habe. Deswegen habe ich davon 2 Stück mitgenommen. Und für das Gesicht im Sommer sau wichtig und habe ich bisher noch gar nicht benutzt, jetzt dieses Jahr oder seit es ein bisschen schöner draußen ist. Ja, eine Sonnenpflege fürs Gesicht, außer jetzt im Urlaub natürlich. Ja, also wenn wir in den Strand gegangen sind, habe ich mir das Gesicht mit Sonnencreme eingecremt. Aber jetzt so im Alltag hier zu Hause noch nicht. Und ich habe jetzt 30er Lichtschutzfaktor genommen. Ich war halt erst so 50, 30, 50, 30. Gut, ich habe dann doch den 30er genommen. Und werde mir das dann immer noch einmal über die Feuchtigkeitspflege dann nochmal drüber machen, weil das ist für die Haut einfach, man vergisst das immer so im Alltag, ne? Dass man einfach, wenn man draußen auch mal so unterwegs ist oder so, und es scheint die Sonne, man kriegt ja trotzdem die UV-Strahlung voll ab, auch wenn man jetzt nicht am Strand liegt und in der Sonne brutzelt. Aber so im Alltag, wenn man irgendwie spazieren geht oder so, auch um eine Hautalterung vorzubeugen etc., ja, schadet das definitiv nicht. Wir machen weiter mit dem Thema Haare. Da habe ich nämlich auch einiges gekauft. Also als allererstes, ich brauchte ein neues Shampoo. Ich habe immer, jetzt die letzten Male, immer das von Cantu mit Shea-Butter neu gekauft. Ich wollte jetzt aber eins ohne Proteine. Deswegen habe ich von Garnier dieses hier gekauft, Fliegendes Banana Hair Food. Ich habe auch die Haarmaske davon und mit der fahre ich sehr gut. Deswegen werde ich jetzt auch mal das Shampoo testen. Übrigens zum Thema Haarpflege, Haarroutine werde ich euch auch mal ein Video machen. Ich hatte da vor kurzem so eine kleine Umfrage bei Instagram gestartet, weil ich bei Instagram nämlich mehrmals gefragt wurde, wie es mit meinen Haaren jetzt aussieht, ob ich noch Curly Girl mache, welche Produkte benutze ich und so weiter. Und ich dachte, dann kann man da einfach mal ein komplettes Video zu machen. Das heißt, ja, wird es dann irgendwann demnächst auch geben. Und es fiel mir schwer, mich bei den Haarprodukten ein bisschen zurückzuhalten, weil früher war ich da saustreng und habe gedacht, ich benutze nur die Produkte, die ich aktuell benutze, weil ich weiß, mit denen fahre ich gut. Mittlerweile bin ich so, dass ich denke, ich würde gerne auch mal was anderes ausprobieren, mal andere Produkte. Und ich habe diese Marke hier bei Rossmann entdeckt, noch nie vorher gehört. Sie heißt Hello Nature und ich habe 2 Produkte davon mitgenommen. Einmal noch eine andere Haarmaske, auch wenn ich ja theoretisch keine brauche, weil ich habe noch die Banana Hair Food. Aber ich wollte diese hier mit Aloe Vera testen. Habe nämlich irgendwann schon mal vor einiger Zeit gelesen, dass ja, Aloe Vera ganz gut sein soll für meine Haarstruktur. Und da wurde nämlich auch empfohlen, die von Garnier, die Hair Food Maske mit Aloe Vera, gibt es ja auch eine zu kaufen. Die gab es dann aber nicht im DM und deswegen habe ich dann stattdessen die Banane Haarmaske gekauft. Und jetzt habe ich diese hier gesehen und war auch gar nicht so teuer, deswegen habe ich die mitgenommen. Und sau interessant fand ich dann dieses hier, ein Haaröl mit Kokosöl, Feuchtigkeit und Reparatur. Ich habe ein Haaröl, bin aber nicht so ganz zufrieden mit, deswegen wollte ich gerne ein anderes testen. Bei dem hier fand ich das ganz interessant, dass man sich das auch vor der Wäsche auf die Haare sprüht, 30 Minuten einwirken lässt und dann halt die Haare normal wäscht. Das ist auch nochmal dann wie so eine Kur. Also das kann man sich auch nach der Wäsche in die Längen machen. Aber hier steht auch explizit drauf, als regenerierende Behandlung kann man sich das vor der Wäsche da drauf machen, auf die gesamte Haarlänge und 30 Minuten einwirken lassen und dann ausspülen. Und sonst kann man das auch als Tagespflege, steht hier, anwenden. Also nach dem Waschen ein bisschen davon ins feuchte Haar. Und das mit dieser, mit der regenerierenden Behandlung, das werde ich definitiv testen. Mal gucken, ob ich danach richtig fies, fettige, ölige Haare habe oder ob sie schönseitig glänzend sind. Mal gucken. So, und noch das letzte zum Thema Haare. Ich habe mir jetzt nämlich endlich wieder einen groben Kamm gekauft. Ich habe mal einen gehabt,
hat mein Sohn damit gespielt. Dann haben da so ein paar Zinken gefehlt und dann habe ich den irgendwann entsorgt. Generell kämme ich meine Haare eher selten und normalerweise trocken schon gar nicht. Ich habe aber aktuell häufiger mal das Bedürfnis, sie doch einmal kurz durchzukämmen, um so ein bisschen, ja, um sie einfach nur so ein bisschen schöner zu machen. Und ich weiß aber, mit meiner normalen Bürste darf ich es auf gar keinen Fall machen, weil dann so. Und deswegen wollte ich wieder einen grob zinkigen Kamm haben, um das dann mal ganz vorsichtig zu testen. Das heißt zu testen, um dann ganz vorsichtig dann auch mal so ein bisschen zu kämmen, um dem Ganzen dann doch wieder so ein bisschen, dass es doch ein bisschen aufgeräumter aussieht auf dem Kopf. Weil manchmal denke ich, boah, ey, das sieht schlimm aus, aber ich darf halt nicht kämmen, weil ich weiß, das geht gar nicht. Und dann mache ich mir die Haare irgendwie hoch, aber schön finde ich es dann auch nicht. Und ja, absolutes Must-Have für mich und es geht nicht mehr anders. Ich benutze nichts anderes mehr und das seit Jahren. Dieses Rexona Deo, dieser Maximum Protection Creme Stick heißt es. Das ist ja theoretisch auch kein Deo, sondern es ist ein Antitranspirant und wie gesagt, nie wieder was anderes. Ich bin schon lange ab von diesen Sprühdeos, weil ich einfach der Überzeugung bin, die bringen gar nichts. Also die bringen dann vielleicht, dass der Schweiß dann kurz nach diesem Deo riecht oder so. Ich habe dann irgendwann Antitranspirant, dieses hier von Rexona für mich entdeckt und habe es benutzt und es war direkt so, nie wieder was anderes, weil ich schwitze deutlich weniger, so gut wie gar nicht mehr. Und die Sache ist, man muss das ja dann auch irgendwann also ich muss das gar nicht mehr täglich benutzen. Ich muss gar nicht mehr täglich Deo benutzen, weil ich schwitze einfach gar nicht mehr so viel und dementsprechend riecht es dann halt auch gar nicht. Also es ist meistens ganz ehrlich, meistens benutze ich das nur noch nach dem Duschen und ich dusche nicht täglich. Ich dusche alle 2 bis 3 Tage. Das heißt, das sind dann so die Male, wo ich dann auch das hier benutze. Und wenn ihr da vielleicht so ein paar Probleme habt oder so. Ich habe früher auch häufig das Problem gehabt, dass meine Kleidung, dass da auch einfach, der Geruch so drin gesessen hat. Und auch das habe ich seitdem nicht mehr. Gar nicht mehr. Ja, absolute Empfehlung. Ich habe eben schon kurz gesagt, bei Rossmann habe ich auch einen Tee gekauft und zwar einen von Teekanne aus dieser Frio-Reihe, die man kalt aufgießen kann, die nämlich genau dafür sind, dass man damit nämlich auch Eistee machen kann. Das ist jetzt Pfirsich-Maracuja, weil ich dachte, das passt doch perfekt zu dem anderen Sirup. Habe ich das mitgenommen und ich werde es mal ausprobieren. Auch hier ist Süßblatt drin, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja, genau. Also auch hier steht ja schön drauf, irgendwo ohne Zucker, aber ohne Zucker, ohne Kalorien, voller Geschmack. Aber so ganz ohne Zucker heißt nicht, dass es nicht ungesüßt ist. Ja, aber da bin ich sehr gespannt drauf. Habe ich noch nie ausprobiert. In der Drogerie stehe ich ja immer vor den Aufstrichen. Immer. Und diesen hier habe ich jetzt mitgenommen, weil er hat für mich auch so schön in den Sommer gepasst. Und zwar ist das so ein Bruschetta-Aufstrich mediterran von Ena Bio. Halt so Tomate, ne? Also Tomatenaufstrich mit Tomate, Paprika und Zucchini, Aubergine, Zwiebel, bla bla bla. Ja, freue ich mich sehr drauf, das zu testen. Und vielleicht kann man da auch wirklich, wenn man keinen Bock hat, das auch wirklich für Bruschetta heißt es ja eigentlich, nutzen. Das auf halt geröstetes Brot machen oder so. Ja, also wie gesagt, da freue ich mich sehr drauf und ich habe mich zurückgehalten. Ich hätte noch mehr von diesen Aufstrichen kaufen können, aber letztendlich bin ich die Einzige, die das hier zu Hause isst und deswegen kaufe ich nicht mehrere auf einmal, sondern nach und nach, wenn ich was austesten möchte, weil sonst gehen die auch nur schlecht hier. Das war es auch eigentlich schon mit dem interessanten Sachen. Ich habe noch 2 Sachen fürs Bad gekauft zum Putzen. Einmal hier, das hier, WC Frisch Blau Aktiv in Ozeanfrische und einen neuen Badreiniger. Und normalerweise halte ich da ja gar nichts von diesen desinfizierenden Sagrotan-Gedöns. Aber ich habe jetzt diesmal einen gekauft, einen Badreiniger von Sagrotan. Vorwiegend für die Toilette. Ich habe ja einen kleinen Sohn. Ich weiß nicht, ob ich den Satz weiterführen muss. Da geht schon mal was daneben. Und es ist ganz normal und es ist auch überhaupt nicht schlimm. Aber ja, deswegen habe ich jetzt halt dann doch mal gesagt, okay, ich kaufe jetzt halt doch mal was
sämtliche Bakterien entfernt. Ich denke, es kann nicht schaden und ich mache ja sonst immer ganz gerne meine Putzmittel selber und ich habe auch noch einiges davon hier zu Hause und benutze das auch noch, aber jetzt nur für die Toilette. Denke ich, kann jetzt erstmal das hier nicht schaden. Ich hoffe, euch geht's gut. Dieser Haul hat euch gefallen. Nicht vergessen, einen Daumen nach oben zu geben und schreibt mir gerne was Nettes in die Kommentare. Ihr wisst, dass ihr mich damit unfassbar doll unterstützen könnt. Und wenn Happy Glam für euch interessant ist, nicht vergessen, einmal einen Blick in die Infobox zu werfen, auf den Link zu klicken zum Shop von Happy Glam. Und wenn ihr einkauft, nicht vergessen, Happy Pia Katrina zu nutzen für 30% auf alles. 2 Wochen lang ist dieser Code gültig. So. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder zum neuen Video. Ich freue mich sehr auf euch und sage bis dann. Tschüss.